CPU-Power, aber dass man StarCitizen mit dem PC sozusagen, also dass man so einen zweiten PC über die Effekte berechnet, das würde ich ganz zutrauen. Das ist natürlich jetzt offline gerendert. Richtig? Nee, das ist Realtime mit Unreal. Nee. Nein, ich meine jetzt, also es gibt ja, du kannst ja Render-Videos, die lässt du einfach die lässt du stundenlang rendern und dann hast du einfach dein Video. Oder ist das jetzt ein läuft live auf dem Rechner und geh ganz am Anfang, dort steht ganz klipp und klar Engine Time Tracing Demonstration. Also sie sagen, es ist der gleiche es passiert nichts. Es wird doch Internet natürlich. Das muss aber ein Discord. Also du hörst es ja über mein Mikrofon, glaube ich. Also ich bin über diesen Ding, bestimmt das von Axel heißt, über die blaue gehe ich drüber. Es kommt und jetzt drücke ich auf meine Maustaste. Und es passiert null. Ich hab's eingebaut. Moment. Jetzt ist das Ding. So, zumindest läuft mein Stream, so wie es aussieht, und ich bin auf dem Server. A reminder that vehicles left unattended on launch platforms will be returned to storage. We kindly ask that guests take care of this and stay safe. Your ship has been delivered to the following landing pad. Selection confirmed. Your ship is currently being delivered to the launch platform. Bestimmt. Ich gehe auch davon aus.
Jojo. Also, ich bin jetzt auch hier auf dem Livestream. Bei 3.1 ist das. Und ich habe momentan halt das Discord bzw. Teamspeak ausgeschaltet. Bin also leider nur über Twitch und YouTube erreichbar. Habe momentan so um die 17 Bilder in Port Olisar bei einer 2000er Auflösung. Und ja, ich versuche hier noch ein bisschen was zu machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne hier bei Twitch oder YouTube reinposten. Ich versuche es so ordnungsgemäß zu beantworten. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, gerne. Die Terrapin und die Reclaimer sind drin. Also, weil aus meiner Sicht, wann immer ich gekauft habe, also was Neues gekauft, Hallo Bloody Rain, schön, dass du da bist. oder Nvidia so weit vorne weg, dass es sich einfach, dass AMD einfach trotz des günstigeren Preises einfach nicht attraktiv war. Willst du irgendwas Spezielles sehen? Bloody Rain. Hello. How can MISC help you today? Systems on. Launch sequence complete. Landing gear up. Also ich bin jetzt auf einen Best-Server gegangen, habe jetzt momentan aktuell 16 Frames bei Port Olisar. Grafiktechnisch ist 2000er Auflösung. Kann ich euch mal zeigen. Also ich habe hier 2560 x 1600er Auflösung mit sehr hoch und in einem Fullscreen im Windows-Modus, damit ich auch die anderen Monitor bedienen kann. Ich finde es bis jetzt sehr gut. Solange keiner eine Reclaimer claimt, läuft das alles relativ gut, weil gestern sind die Server ziemlich in die Knie gegangen, als die den neuen Patch ausgebracht haben. Und da wurden alle Maschinen, alle Raumschiffe möglichst gespawnt und das war unspielbar gewesen. Aber im Moment läuft es relativ gut. Ich bin noch unschlüssig, was ich jetzt noch mache. Man sieht ja auch, dass das Mobilglas umgebaut ist und ja, ich muss aber jetzt gucken, was so alles da ist und wie lange der Server stabil bleibt. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Ja. Bin gleich wieder da. Ich muss gerade hier noch was umstellen, weil das Discord will ich jetzt nicht mehr hören. Taskmanager. Also im Moment ist es okay. Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Ich muss gerade hier noch was umbauen. Moment. Aber auch, was halt das Coole ist, sie haben halt die Zeichen der Zeit wiedererkannt. Die Leute wollen nicht nur zu Hause spielen, sondern auch das Spiel mitnehmen und unterwegs spielen. Und die Konsole. Ah, schön. Jetzt ist die Ruhe da. Ach, oh mein scheiß Kamera hat sich schon wieder verstellt. Muss ich gerade mal ausblenden, dass er wieder neu fokussiert. So ein Scheiß. Ey, jetzt stellt sie wieder scharf die Kiste. Naja, egal. Also die Performance ist jetzt halt definitiv besser hier. Im Moment, ich bin ja jetzt, ich weiß nicht, auf was im Server ich bin. Moment, jetzt wollte ich rausgehen. Stimmt, kein Stress, hast recht. So, jetzt versuche ich mal hier wieder ein paar... Okay, das funktioniert immer noch nicht. Oder doch? Ah, warte mal, das haben sie doch, aber hier der Bereich fehlt noch. Das müssen sie noch ein bisschen anpassen, eventuell. So, Terramils und Selin. Terramils, Outpost an Selin. Gut, also. Selin.
Ja, ich denke schon, dass noch ein Patch rausbringen. Aber im Moment sieht nicht so aus. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht werde ich einen neuen Patch auch noch mal gleich mir anschauen, wenn er da ist. Pickup Zone. Da haben wir es auch. Oh, falsche Taste gedrückt. Oh, was ist denn hier los? Hallo? Ich wollte doch einen Quantum Jump machen. Nein, bin ich noch nicht gefahren, weil ich bis jetzt auch nicht Glück gehabt, einen stabilen Server zu finden, um die zu spawnen. Aber ich habe jetzt irgendwie das blöde Gefühl, dass er mich jetzt irgendwie wieder rausgeschmissen hat. Na gut. Starten wir halt einen neuen Server. Ah, kein Wunder, Crashhändler. Ach ja. Ja, wie gesagt, man muss sich halt damit abgeben, dass der Crashhändler halt öfters hier mal auftaucht, aber okay. Bringt nichts, sich drüber aufzuregen. Einfach das Beste draus machen. Kann auch sein, dass jetzt der Patch da. Ja, es kann auch sein, dass jetzt auch ein Patch kommt, aber lass mal überlegen, wir haben 23 Uhr minus 8, 15 Uhr. Es könnte sein, dass sogar vielleicht, wenn du gleich ein Patch kommt. Warte mal. H. Gestern war Moment, das G war doch kaputt, haben es auf H gemacht. Mal gucken. So, habt ihr irgendwelche Wünsche? Falls ich auf den Server irgendwann mal komme. Vielleicht kann ich auch eine Reklama spawnen, wenn es funktioniert. H ist jetzt drauf, okay. Gut, probieren wir es jetzt nochmal. So, ich muss auch gerade was umstellen. Irgendwie macht das Restream Chat mir immer auch so unmögliche Töne, wo sich auch niemand beschwert hat. Deswegen, das habe ich aber rausgenommen. Mich wundert es, warum man es nicht gespeichert hat. Ha! Das ist mir gestern auch passiert. Also ich habe die wie heißt das, im Free Flight Modus, weil auf dem PTU konntest du es vergessen. Das hast du voll klicken können. Danke. Arena Commander. Genau, hast recht. So, wie ist die Verständigung? Hört mich relativ gut? Ist der Spielton relativ laut oder ist es okay? Weil ich wieder neue Einstellungen probiert habe. Ah, der Patch ist noch nicht da. Okay. Best. Die Musik ist ein wenig zu laut. Okay, das ist Desktop Audio. Das werde ich dann gleich runterdrehen. Es kann sein, dass es auch hier mit dem zweiten Mikrofon ein bisschen reinklopft. Aber warte mal. Jetzt sehe ich mir vielleicht 2 Klick runter. Vielleicht ist es ein bisschen leiser. Ich habe jetzt 2 Mikrofone. Ich habe einmal hier das Headset-Mikrofon an und einmal hier das normale Telefon.
Gut, vielen Dank, Bloody. Weil es ist halt immer ein bisschen schwierig, das richtig zu einstellen, dass ich was mitbekomme in diese Richtung. Aber ich schaut mal die Musik mal ein bisschen runter, sagen wir mal auf 70%. Und müsste jetzt besser sein. Ach, habe ich wieder zurückgesetzt ins Bett. Also jetzt, der Server hat jetzt aktuell 20 FPS bei mir. Ja, die Performance gehe ich davon aus, dass sie jetzt langsam auch ein bisschen besser wird in diese Richtung. Ich habe es jetzt erstmal nicht geschafft, die Therapien zu starten, weil immer das Spiel vorher abgeht. Your ship has been delivered to the following landing pad, Simon. Selection confirmed. Your ship is currently being delivered to the launch Ich habe jetzt mal platform. Glück, mal die Therapien zu zeigen. Ich habe noch nie richtig prüfen können, weil das Server einfach das nicht zugelassen hat. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, die fliegende Schildkröte irgendwie vom Pad zu bewegen. Also hier, apropos Schildkröte, ich gehe mal hier rein, bevor die wieder gestört wird. Ach nee, das ist dieser Physics-Bug, na supi. Noch einmal. Ach, jetzt funktioniert es. So, mal gucken, wie weit ich mit der Therapien komme jetzt. Aerospace, all systems online. Ja, es gibt Kopfschmerzen, hast du recht. Takeoff complete. Landing gear raised. So, bin jetzt mal vom Pad weg. Für die, die es interessiert, hier, was jetzt hier ist, das ist die Reclaimer. So, mal gucken, ob ich euch ein externes Bild zeigen kann. Ach, macht er nicht. Moment. Ah doch, das ist ein externes Bild, genau. Also wie gesagt, das ist die Terrapin hier, das neue, und das ist die Reclaimer, also der Schrottischiff für Salvagen, und es ist ein riesen Aboschi, muss man sagen. So, jetzt werde ich mal probieren, wie es hier weitergeht.
fliegen wir mal auf einen Planeten. Mal gucken. Okay. Gut, dann muss ich doch das 3D-Radar benutzen. So, was haben wir denn hier? Ich benutze alles. Kommt halt drauf an, was ich mache aktuell. Okay. So. Okay. Kann man gucken. Ob ich jetzt in Quantum Drive komme. Quantum Drive is now on. Ach, das war, glaube ich, Interdiction, was ich jetzt gerade bekommen habe. Richtig? Quantum Drive is now on. Ah, was ich hier neu entdeckt habe. Hier gibt es ein neues Icon. QTM. Das könnte sein Quantum Treffen. Eventuell. Mal gucken, ob es auch eventuell wieder umschaltet. Quantum Drive is now Ja, on. schaltet um. Okay, also. Das ist die Schnellgeschwindigkeit. Landing gear deployed. Die normale Geschwindigkeit. Ja, läuft. Landing gear raised. Ach, die blöde Kamera, die geht mir auf den Netze. Na komm schon. So schon besser. Ja, das zieht ein bisschen rum an die Kamera. Ja, fliegen tue ich mit der Rotas auch, um ganz ehrlich zu sein. Fahrzeuge benutze ich hier mit Tastatur, glaube ich. So, jetzt bin ich mal ein bisschen aus dem Bereich, wo was los ist. Also das ist die Terrapin, die fliegende Schildkröte. Hier kann man seine Waffen wieder reintun. Das ist, glaube ich, aber noch nicht gefixt. Hier ist das... Ah ja, hier ist das Item Punkt 2, das 2-Punkt-System. Das scheint auch noch nicht ganz in Ordnung zu sein. So, was ist denn das? Das müsste... Ach, das ist der Nassraum. Mal gucken. Ist es eine Regendusche? Ja, schön wär's. Ein kleines Handbecken, dann haben wir hier Notmedis. Gehen wir mal drauf sitzen, eine Runde. Also das sieht relativ gut aus. Mal gucken, wie es von vorne aussieht. Ja, das habe ich gerade gemacht. Toilette dazu. Hier ist dann wieder ein anderes
Teil. Wow, ist das hell? Das könnte, glaube ich, der Generator sein. Es lockt. Das war das Radar. Genau, das ist Power. Ach, wie heißt das Dingsbums? Ja, genau. Live Support. Escape Pod? Okay. Hier ist die kleine Küche mit einer Mikrowelle. Der Stuhl funktioniert. Support Station. Mal gucken, was der macht. Also scheint hier nicht richtig zu funktionieren. Das ist interessant. Wieder Fuelport. Ja, sieht nicht schlecht aus, die Terrapin. Ist aber, glaube ich, Kraft noch ein bisschen leicht noch nicht confirm, aber okay, passt. Genau, dann fliegen wir mal auf den Planeten. Ich habe ja gesagt, dass wir ein bisschen am Planeten was geändert haben. Das checken wir jetzt mal gleich ab. Jo. Also ich habe leider noch nicht The Worst geguckt, weil ich einfach von Dienstheim kam, das wollte ich jetzt gerade machen, aber da der Jack nicht streamt, habe ich gesagt, okay, spiele ich mal kurz rein. So, das ist vielleicht Viertel nach 12, dann gucke ich mir das Around the Worst, Reverse the Boss an und dann können wir gerne auch darüber diskutieren, wenn ich später fertig bin. Ja, ich habe mir nicht nicht geholt bis jetzt, weil ich halt jetzt andere Schiffe habe. Da hat man jetzt gucken, wie es aussieht. Ob ich da vielleicht irgendwann zusammenschmelze. Mal gucken. Gucken, was für Waffen die hier drin haben.
so das aus, kann man hier 2 Waffen einbauen. Kann man auch einzeln abschalten hier. Also das ist wie gesagt dieses neue MDU, was wir da reingebaut haben. Kommt's, haben wir die Schildgeneratoren, wo man was ändern kann zum Kram. Ist okay, finde ich. Ja, man könnte auch jetzt hier theoretisch auf den Stealth-Modus gehen. Das ist nämlich, wenn ich jetzt hier die Energie da hinten ist, bin ich auf Stealth. Und man sieht fast überhaupt kein Output mehr, wie man hier sieht. Die ER-Route-Linie geht ziemlich weit runter. Ich habe kein EM. Und der Heat geht auch ein bisschen runter. Aber da ich ein bisschen Spaß haben will, schiebe ich alles auf maximal. So, jetzt kann ich jetzt mal wieder koppeln. Ja, ja. Hier lag, glaube ich, auch fast keine Atmosphäre. Sonst könnte ich mal gucken, wie dieser Atmosphären-Eintritts-Grafik aussieht. Also das haben sie auch geändert. Früher hast du ja dieses rote Schimmern gehabt am Schiff entlang. Jetzt hast du sogar temporär, stellenweise sogar ein leichtes Flimmern von der Hitze her. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier das zeigen kann, weil ich glaube, Jella hat gesagt, keine Atmosphäre. Oder so gut wie keine Atmosphäre. Nö, kein Effekt. Ach, was ist denn das? ASG? AFGA? Keine Ahnung, was das bedeutet. Ach, das ist, glaube ich, ein anderer Spieler, oder? Ja, hier sieht man halt nichts viel von der Grafik halt. Das ist halt nur ein Eisplanet halt.
Ach, da ist sie. Okay. Ha, auch nicht schlecht. Keine Ahnung, was das ist. Es könnte sein, dass es dieser Outpost hier angezeigt wird, oben im Radar. Bin mal gespannt, wer das ist. Ach, das ist doch eine... Das ist doch eine Gladius, oder? Oder ist das eine Vanguard? Landing gear deployed. Takeoff complete. Deck proximity alert. Landing complete. Das sieht schön aus. Eine Vanguard auf eine Raven. Ah, hier sieht man ein paar Brocken noch rumfliegen. Das war interessant, mal andere Leute zu sehen hier auf dem Stream. Beziehungsweise auf dem Server. Ja, das einzige Nachteil ist halt bei der Terrapin ist, man hat keinen Frachtraum. Und hat man überhaupt eine Atmosphäre hier drin im Schiff? Ah, Terrapin hat keine Atmosphäre. Ach, das war der Radiator, der Bomber. Okay, sorry, ich kenne noch nicht alle Schiffe, wie es aussehen im Spiel, weil ich mich nicht richtig damit auseinandersetze. Ich weiß nur, wie eine Cutlass aussieht oder eine Freelancer oder eine Mustang und dann verlassen sich langsam die Geister. Ja, okay, wie eine Vulkan aussieht, das weiß ich auch. Okay. Stimmt, da könnte man ja was reinstellen. Warte mal, das ist ja die Rampe. Stimmt, da könnte man wirklich was reinstellen. Aber ich gucke einfach mal, was hier im Outpost ist. Ob sich hier großartig was verändert hat, sieht aber nicht so aus. Also zumindest habe ich hier noch eine konstante zwischen 13 und 14 Bilder. Mit ein paar kurzen
ja, Spikes drin. Was wir ja auch reingebracht haben, dass die Dinger sich hier bewegen. Das war ja auch bei 3.0, glaube ich, nicht komplett drin gewesen oder kaputt. Aber ich glaube, da gibt es keinen Ton. Hört es mir nicht so an. Mal ein bisschen an der Beleuchtung müssen schon ein bisschen arbeiten, weil das hier manchmal ziemlich ja, schade. Die kann Powerzellen fehlen. Das wär's. Wie es hier im Outpost aussieht. Oha. Jawohl, da ist er ja wieder, mein schöner Grafikbug. Jawohl. Ach, ich liebe den. Keine Ahnung, wie das passiert. Kann man hier mal gerade mal gucken, ob ich irgendwas im Log stehen habe. Mal gucken. Okay. Ein Physics-Grid ist das. Na gut. Muss halt wieder rausgehen und wieder ein Crashhändler, wie immer. Ja. Also momentan läuft er noch nicht so stabil, wie es sein sollte. Aber okay. Die meisten Bäcker sind ja leidens-approved, muss man sagen. So. Das ist immer noch da. H. Naja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch weiter gucken. Ich gehe jetzt mir das The Burst anschauen. Wir können gerne darüber diskutieren, über Twitch oder Teamspeak. Moment, wo ist mein Teamspeak? Teamspeak. Das ist der da. Und die IP-Adresse. Genau. Weil dann werde ich nämlich gleich den Stream weiterlaufen lassen. So, mal gucken. Mach mal auf. Nein, das ist nicht das Richtige. Nein, das ist auch nicht richtig. Das müsste aber das sein, genau. Ach, das könnt ihr nicht unbedingt sehen. Dann gehen wir mal zurück. Machen hier mal Vollbild. Und schicke das mal hier rüber. Teamspeak mache ich jetzt auch gleich auf. Da können wir gerne drüber reden, wenn ihr wollt. Könnt gerne joinen. Ist ein 25er Server. Ja, gucken. So. Wer es noch nicht gesehen hat, das ist The Burst. Den habe ich nicht angeguckt, da ich aus Schweden kam. Greetings, citizens, and welcome to another edition of Reverse the Verse Live, the only weekly Star Citizen live stream where you can help guide the direction of Star Citizen's development as we explore what features you most want us to focus on in the coming months. I'm your host, Content Manager Jared Huckabee. Now, maybe I buried the lead a little bit there, so let's go over that again. After every major release of Star Citizen, the teams around here and around the world have always gone into what we call a review phase, where we examine what worked, what could have gone better, what exceeded our expectations, and perhaps most importantly, what your responses were to the content. This evaluation is an important step after every release that allows us to focus our efforts and ensure you the most efficient development process we can. With the upcoming release of Star Citizen Alpha 3.1 and with 3.2 looming on the horizon, and in our continuing efforts to involve the Star Citizen community in every aspect of our game development, we wanted to try something new. To that end, on the show today, we've got Founder and Chief Executive Officer Chris Roberts, who will discuss a new Alpha 3.2 feature survey we're launching later today.
But before we get to that, let's check out the Week in Review. Now, last Friday, we had Jim Martin on the show to talk about his career in science fiction fandom and work on some of Star Citizen's earliest spaceship designs. It's always a blast to chat with Jim, and the chance to showcase his contribution to the project was a fun walk down memory lane to some of Star Citizen's earliest milestones. If you haven't seen it, it's available now up on YouTube. Monday brought with another all-new episode of our weekly question and answer series, Calling All Devs. This week with answers to backer-voted questions like climbing cliffs and rock faces while on foot, the real-time tracking of market commodities, EVA between ships at high velocity, switching between 2D and 3D radar types, and the future of E-War in the persistent universe. Remember, you can submit your questions for consideration each and every week in the thread up on Spectrum. And don't forget to vote. Tuesday is Lore Day in the Star Citizen universe, and this week brought with it the first story featuring our newly revealed Aegis Vulcan refueling, repairing, and rearming ship. It's a fun read and our first glance at what an experience as a Vulcan operator might be like in the persistent universe. And you can find that and all our lore stories up on the robertspaceindustries.com website now. Wednesday, we had a couple folks at the Games Development Conference in San Francisco, where visitors could experience the game on the show floor, and our own Sean Tracy gave a presentation on how Star Citizen works with Intel's new Optane technology, while yesterday brought with it the latest episode of Around the Verse, with a project update and a series of features focused on the work of our audio team. Now, I'm going to recommend wearing headphones when you watch this one, because it's always a delight when we can lend an ear to the amazing work our audio team is doing to bring the Star Citizen universe to life. Now with that, we're going to take a real short break, and when we return, we'll be sitting down with Chris Roberts to discuss the Alpha 3.2 feature survey that we'll be launching later today, and how you can influence the direction of Star Citizen's development by casting your vote. Stay tuned, we'll be right back. Yalla nana, lost all my cargo back on Yalla nana, all my AUEC on Yalla nana. It stored my ship for me on Yalla, can't get it back from Yalla. Oh Yalla nana, go get some cargo, they said to me. Sell it and double your AUEC. Oh, oh, went out there thinking it would be easy. Made my way over to Arcorp Mining, and I was like, ooh, I filled up all my cargo with what I could buy of barrel, and I was like, ooh, I made it out past Atmo, and the server crashed. Oh no, 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 no. Yalla nana, lost all my cargo back on Yalla nana, all my AUEC on Yalla nana. It stored my ship for me on Yalla, can't get it back from Yalla. Oh Yalla nana, oh Yalla nana, oh Yalla nana, oh Yalla nana. Can't get it back from Yalla. All right. That was, of course, Yella Yell, which I can never say appropriately. I know we showcased that before, but it was stuck in my head earlier this week, and I figured if I have to suffer through it again, so do you. Joining us on the show this week, my boss, Chris Roberts. How you doing, man? I'm doing good, Jared. How you doing? Welcome back. I'm doing well. Twice on Reverse the Verse in a year. That's a personal record for us here. It's only March. Right. So, Alpha 3.0 on live now. Alpha 3.1 on PTU to subscribers and concierge members, and hopefully going a little wider. And Evocati. And Evocati. And Alpha 3.2
2 on the horizon. How are things? How Well, are we pretty doing? good. So, you know, this is the first of our quarterly releases. And I have to say that things are tracking really well. I know there's a fair amount of skepticism out there. You know, we're pretty confident that we're going to make the 3.1 release. Our burn down tracks exactly to the date we're looking for and everything. Of course, there's always a couple of last minute things that I could have just messed it up there, but no, we're feeling good. I think we're going to have a strong PTU release today. We'll do another one on tomorrow. We've put a lot of work into the telemetry. We still got more work to do, but in terms of us being able to look at the performance both on servers and on clients, and also on clients out in the wild. So, you know, some of our Evocati members can do a capture, and then we can look at exactly what was happening on their machine. And it's really useful because for us, in our QA environment, we don't see a lot of the stuff that happens out in the wild. There's obviously, we got a pretty big QA department. It's just under 70 people, but still, they're not going to do the same thing that thousands of backers do and all the crazy stuff. So having the data that we can just automatically capture, so like we put stuff in that if the server starts to dip below a certain frame rate, it automatically just starts capturing a few seconds of the performance, and then we can take a look and see where the time's been spent in the routines. The same on the clients. So that's helping a lot. We're building more telemetry in terms of various sort of things that people do, so we can sort of see what people are doing in the game and how it's working. So that's been sort of a behind-the-scenes effort that we've been working on, and I think that's you know, helping with our ongoing performance enhancements. So 3.1 is definitely performing better than 3.0, and you know, that's going to continue on as we work on some of our more long-term things that we've talked about, which, you know, the object container streaming will help with. Sort of memory. We've got asynchronous spawning that we're getting closer to have working properly. It's quite complicated to get working because the game wasn't built. It was just built to create things on the main thread, and so, you know, people program things assuming they can touch anything at any one time, which you can't do when you're on multiple threads. And it's such a big code base that it requires a lot to retrofit it and or change things out, refactor them to be a new thing. So, but all those things will make, you know, like, so for instance, you play and some AI spawn in right now, there'll be a hitch because they have to load in and there's a stall on the main thread until everything's loaded in. But long term, that will go away because that'll just sort of, they'll load in the background when they're ready. The main thread will be notified, and then bam, they'll be turned on. So we're putting all these things in place. So I'm feeling really quite good about it. We've added some new features like the service beacon stuff. There's been a lot of this sort of UI improvement and polishes I think people have noted, and little things like the, you know, procedural ground, you know, sort of foot following. Everyone, you know, I've noticed quite a few people posting videos and liking that, which is good. We've tried to work in some things to, you know, improve like interdiction and stuff like that. So generally it's going pretty well. It'll be our first one, and I know we've got to earn the belief or the trust of everyone that, you know, we say, okay, we're doing quarterlies, we actually do quarterlies. So this one will be a good step. The next one will be a good step. So it's going good. But you know, one of the reasons why we're doing this show here, because you know, the best way to do this is as we've planned out a roadmap. But obviously, you sort of check in where you are when you sort of get your release out and say, okay, like this is what we're going to do for 3.2. This is what we're going to do for 3.3, 3.4. Are there things that we want to fix or change that we didn't foresee when we first did this roadmap? You know, are the things that we want to address for quality of life, or things we could do in the game to make the gameplay right now feel better? Because ultimately, I mean, you know, the amount of functionality that we have actually in the game right now, if it all works together and works well, is more than a lot of release games. I mean, you know, Sea of Thieves just came out, and, you know, we have like more variety of missions, hell of a lot more ships, a bunch more stuff that you can do, and a lot more area to play in. But, you know, they spent a lot of time polishing some of their basic stuff. I know people complain that they still want more features in that, because I think that's generally gamers were like, I want more all the time. But you know, we've been talking internally about, you know, StarCitizen it's not a sprint, it's a sort of long. It's a marathon. Yeah, so it's a very, yeah, it's more than a marathon. It's like, you know, a walk around the world. Yeah, you know, there's definitely things that
in terms of the gameplay, if we work on and fix, I think performance is obviously one, but just being able to play with your friends and get together easily with them, some of the stuff that comes with the multi-crew ships that we haven't finished off properly yet, I think the base gameplay can be a lot of fun because it's kind of a fun sandbox. So we've been discussing about maybe, or not maybe, definitely putting a little more focus in some of the near-term kind of features or improvement of the features, as opposed to always focusing on like the next big feature we're trying to get in. Because if you looked at 3.0, we put a vast amount of things into it, but we didn't spend enough time making sure the base stuff was working well. So what you had was a whole bunch of new features, but a lot of stuff that used to work in 2.6 or before that ended up not being as good or being broken. And so we've been fixing a bunch of that in 3.1, but we still got more to do. So we've got things that we want to address, and how it feels when you fly around. We're not the IFCS and the flight model still has a bunch of work we want to do. The feel of FPS moving around, again, same stuff. So it's a long-term slog. So we've sort of right now we're taking a look at it, going, okay, what for 3.2 that we didn't foresee that maybe we want to spend some time working on. And and then just sort of reassess some of the stuff that we're doing for 3.2, and then maybe move a couple of the bigger things off to 3.3, so we have more time to do some sort of quality of life or kind of fixes or improvements to systems right now. So that's the phase we're at. This is what we'll do every single. We sort of do it as we're coming up to the release. We're assessing it just to make sure all the teams are aligned. Our new production process is working really well. We've factored into sort of a much more sort of team-based agile scrum, and our sort of velocity in terms of fixes and resolving issues is much better. I mean, we've I think resolved something like 8,000 during 3.1. You can't correct me wrong, but that seems right. And then Dennis, and I think it was like 15,000 for the whole of 3.0, which was basically a year. So and our velocity is 120 issues resolved a day versus the 30 or even 20 that we had during 3.0. So I think the teams working together, because we really work to try to put everyone together, not like here's the programmers, here's the designers. It's like, okay, your vehicle feature team 1, your vehicle feature team 2, your gameplay team, and you've got the designers and the engineers and the artists, and we're actually putting them all together, and we're trying to co-locate people. So the teams are sort of oriented in the various studios. We're not having them spread between time zones as much as we used to. And I think it's sort of really helped in the turnaround and also the energy and the morale of the team. So generally we're, it's early days, but we're feeling pretty good about kind of the velocity and trajectory we're going to do. So that's why we're sitting here, and we thought, the discussion I had with my brother Aaron, who was just out here. Unfortunately, he got on a plane yesterday evening. Otherwise, I would have put him in this instead of me. Is that we were talking about, look, we really should spend some time on the quality of life issues. Perhaps push back a couple of sort of the bigger feature stuff so we can do that. But if we're doing that, why don't we ask you guys? Why don't we see what's interesting to you? Because it's always, for us, we have our ideas, but, there's hundreds of thousands of you guys out there. And I think in terms of, what is more interesting? What are the things that you want to do? Or, I still remember back in the very early days when we did our survey of what profession people would be interested in. And, of course, I'm just always thinking, well, because, most space sim games have been very combat oriented. So you're thinking, okay, it's, being a pirate or a mercenary or maybe even a trader. But, I think it was something like 70% of the people wanted to be explorers, right? So that was a surprise, but that's cool. And then we're like, okay, well, we need to put gameplay to allow you to do that. And, it did kind of affect sort of where we went. So, I mean, we went a different way than, say, something like Elite or No Man's Sky, where they sort of procedurally did everything. But one of the reasons why we went with the procedural tech to build the worlds to the level of detail we did was we thought that sort of micro-exploring versus, like that idea of getting landfall on a planet and, discovering the mountain or the lake or really getting into the detail would be something that'd be great. So we're still working towards realizing that, but you can already see, it with the 3 moons that we have
around Crusader and Dalamar, and in our upcoming releases, it's obviously going to get bigger and wider. But that's sort of affected because we were thinking about, okay, like we want people to sort of be tactile and get out there and explore. And so we thought it would be really useful to have a discussion about things that we've identified that we want to improve for the immediate experience, and then also get some feedback of sort of the bigger long-term professions, what's interesting or what's the most important to you guys. Mining's already been in progress. It started at the beginning of this year. I know in the roadmap it says scheduled, but it's actually been in progress. It should be that should be changing in the next roadmap. I don't know if it'll be this Friday, but the one afterwards. But we've been working on that, and that has a lot of infrastructure issues in terms of making sure the resources are mapped on the planets, and we can system across instances, and we can generate it and handle all the stuff. So we're making very good progress on that, and I think it's going to be a very cool feature that people will be really happy with. So that's definitely 3.2, that's that one. But in terms of some of the other ones, we would like to know priorities, because if we're going to add some stuff to 3.2, it's a zero-sum game, we're going to have to shift some other stuff out. So what's more interesting, is repair more interesting than salvage, is more interesting than refueling, those kind of things. So I know that's the point of this sitting here. One of the unique challenges that StarCitizen has is that we are operating a live game environment in the middle of our game development. Yes, so it's a massive challenge. Yes, so some of what we're going to talk about today is that balancing act between adding new features and going back and revisiting old ones and making them better, making them more user-friendly, making them more enjoyable, because at the end of the day, it's a video game. Video games are supposed to be fun to play and whatnot. So to that end, we are launching later today our Alpha 3.2 feature survey. You're going to see that up on the robertspaceindustries.com website. It will be a survey for backers. So it'll only be available to backers. So if you do go to this thing and it doesn't let you do anything, that's probably because you're either not logged in or you're not a backer. So you should consider supporting the project. Yeah, exactly. And have your voice heard. But when the feature survey launches today, you've already said we'll talk a little bit about big profession-based features like salvage, mining, or salvage and repair and refueling. But a lot of it is quality of life stuff, is the kind of things that'll make playing the game easier to play with your friends. My dad's been asking me, "Hey, son, when are you going to play StarCitizen?" And I'm like, but now if we add some of these features, I'm not going to have an excuse anymore. I'm going to have to play the game with my dad. Careful, you vote. But let's go ahead and talk about some of these features we have now. We can show you what the survey is going to look like. JJ, why don't you go and bring that up there? All right, so we've got this. So when this goes live later today, you'll see your StarCitizen Alpha 3.2 feature survey. And we've got a little preamble, pretty much a much shorter version of what Chris just did. So we'll go ahead and skip past that. And some of the feature improvements that we're going to be discussing for the survey this for 3.2 is things like quantum linking, improved interdiction, service beacon improvements. So why don't we just go from top to bottom here? Let's talk a little bit about quantum linking. What is quantum linking in a nutshell, and why should people consider? Well, I mean, it's you and your friends. You're heading to a destination, and first of all, you need to share the destination, and also everyone jumps at the same time. So when you're traveling there and someone gets interdicted, you get pulled out all at the same time. So it's, I mean, I think for multiplayer gameplay or playing with your friends, it's super important. So it's been on our horizon. We've discussed it. We've implemented elements of it, but we haven't managed to finish it off because there's always been some big, new, massive, shiny thing that we're trying to do. And so, we've actually, one of the, you'll see on a couple of things here, we said, okay, look, getting in with your friends, playing together, doing stuff together, how do we make that simpler, easier? Because we have elements, little bits of it, but they're kind of, like it's not nearly as friendly or as polished as it can be, and it's all sort of like halfway solutions that we've said, well, this is a temporary thing. When we have the new shiny thing, it will be great. So now's the time to sort of say, okay, yeah, let's not keep deferring this, right? And this is actually something that I've in general sort of made a direction this year, which is like, do not think, like one of the problems that we have in StarCitizen is that we
constantly are thinking about when all this is done. Like it's all like projecting into the future. Well, when we have all this, it'll be great, right? But you know, we basically are operating a live game, as you said, right now. People are playing. I mean, we have people playing hundreds, thousands of hours, even in some cases, and you know, they've got a lot of patience. I mean, you really do, because there's a bunch of issues and quality of life things. And, Shout out to our streamers. And so, yeah, I mean, so it's like, you know, let's recognize what we have, which is a live game. Make sure that the live experience we make sure is as good as possible, and then, you know, we're adding on all this extra, you know, functionality and content as we go. But don't forget, you know, like, because I think with 3.0, you know, we rushed to put so much stuff in that I think we did ourselves a disservice and, you know, essentially release something that was lacking polish or had broken features, and I don't really want to be doing that going forward. And so, you know, so one of the things that we were looking at is, okay, you know, in terms of, you know, chatting with your friends or getting together with them and all joining together in the same place and making that easy and making that accessible, or go to places together like the quantum linking. They are all things that we should spend some time to make sure it's well and polished. And a lot of times on our features, we put the base stuff in, and then that team's scheduled to do some new feature. But of course, there's always, you know, bug fixing and polish, and then maybe enhancements in the features, or you see people use it and you go, oh, well, we can make that better. Well, that all takes time, and you have to do, and you have to, so where's that time going to come from for the teams? And so that's kind of what we're focusing on now. So quantum linking is not just you and your buddies and other ships, you going together, and if one of you gets interdicted, it pulls all of you out. So you're no longer having to face these AI pirates by themselves. But it's also great for the service beacon missions. You know, you'll be able to pick up missions, and now, you know, if you're got to go out to some, you know, out there area, you don't, it's this one, scroll over here, it's, no, that's not the right one, you know, now you can all link and you can all go together. Yes, yeah. So pretty important feature. And I do want to mention, because I'm looking at the chat while we're talking, the vote is not do this or this. These are all features that are going to go into StarCitizen at some point. So yeah, to be totally clear, these are all things we are definitely going to do. What we're interested in knowing is what's the most important things, because priorities. That helps make us priorities. You know, we're actually going to try to do all this stuff and maybe get it all done for 3.2, but we have to have a priority list, because you know, we will have to at some point make a call. You know, if something's running behind, something would have to get pushed. And so what we're really interested in is what are the most important things for you guys, because that really helps us in terms of ordering, you know, what our teams work on first, or, you know, if there's a conflict between two things, who wins. Okay. Even with 475 plus people around the world, there's still only so many things you can work on at any given time. There's always limited resources. And there is never enough people. Everyone wants more people. So I'm constantly amazed. If you told me that this company would be the size it is, and we're doing all this, and it would take this many people to do this, then I would have told you you're absolutely insane about 4 years ago. 3 years ago, probably too as well. But you know, I think it is part of the fact that the game is so big and is built at such fidelity, but also at such scale, and that we're operating a live project at the same time as doing development, and also building this incredibly ambitious single-player game, Squadron 42. It's just a lot. It seems like a good time to say that I need like 5 more people to talk after the show. All right, so moving on from quantum linking, which, you know, it seems like a pretty valuable feature. Our next one on the list was improved interdiction. Now, improved interdiction. Ja, so wie es Why don't you aussieht, just ja, also, take us from there? What is improved interdiction? Well, okay, well, first of all, we're trying to, even in 3.1, we sort of have done some interdiction improvements to make sure that the spawning is, like when you get interdicted, the AI are close. You know, so it's not like someone's 10 or 8 kilometers away using 3.0, it was just a fixed number, and the fixed number was determined by the biggest thing, which was the scenario that I think had some asteroids, and so there had to be a big distance. So now the distances and the arrangement of the ships is more dependent on the kind of scenario you're getting pulled out into. And you know, we even have we've put the first basically we've always planned to have sort of a quantum jammer, which was going to, you know, be an item which could either be on a ship, or it can be you know, a sort of mine or a buoy that you could put out.
And so we actually implemented that for AI. So the AI ships in 3.1 that interdict you, one of the ships will have this item, and we're going to, I think it's not in the current, right now in the PTU, but it will be by the time, hopefully, we release next week. You should be able to see which one is actually jamming, and you have to disable it or destroy it, and then you'll be able to jump again, right? Or get far enough away from the jamming signal to be able to do quantum again. So with the interdiction improvements, we won't need to finish off the item functionality, make it available to players to equip the component, or like deploy or launch a buoy. So in 3.1 we don't have the buoy. We would have the buoy in 3.2. We have a very simple version of the component, the item in 3.1. It would be a much more sophisticated one that pulls more power. Like obviously if you got the power, you can see maybe the EM signal of the ship would be much greater, and you'd be able to go, okay, that's the one that's jamming my ability to use quantum. And then we're also going to enable it so players then can deploy this and pull other players or AI out. And so that's going to be kind of fun, because you could, so if I'm a pirate, you know, I can deploy it, and you know, maybe I don't catch players, but I can catch some AI generated cargo, you know, haulers, and you know, attack them or get, you know, go and take their cargo. And then we have another feature that would tie into this, which I think is the service beacon thing, which ties into another one we're talking about. But we'll also want to make AI ships be able to also do that service beacon responses. So you could have a nice feedback loop where a player puts a quantum buoy out, catches a AI cargo hauler, who then generates a service beacon help request that brings in another player to TUF or another AI. So, and that's a core gameplay loop. I mean, like if you play Freelancer, you play, you know, Privateer, you know, the whole point of, you know, there has to be some risk or challenge to get to locations, and obviously in more dangerous areas, you get paid more for your cargo or whatever, but then there's a higher chance of being interdicted or attacked. And so we need to make that gameplay loop of, you know, going from point A to point B challenging, right, but not annoying. So in 3.0, definitely annoying. 3.1, I think it'll be better. And 3.2 is, again, focusing on that core, because that is the core gameplay loop in a lot of sort of space sim games and space trading games. It's not just new tech for the interdiction, it's actually an increased variety of type of scenarios. No, definitely. So again, we'll be building more fluid scenarios, making them more sort of emergent, and you know, there's a feedback loop between what AI and players do, and so I think it would make the world just feel more alive and more things going on. And I, for one, I'm going to relish the opportunity to get revenge on some of these AI players and interdict them just over, and I'm just going to log in for like 8 hours straight and just interdict AI over and over and over again. Just for 3 hours. All right, so this leads into service beacon improvements. So why don't we go ahead and bring up the sheet here. Service beacon improvements. The service beacon will expand and evolve to include new contract types, additional filters, and more feedback precision. AI characters will be able to interface with the system so that they too will be able to request help and provide assistance to others, which will in turn increase both how much this type of immediate content we can offer at any given time, as well as the likelihood that someone, whether player or non-player character, will be drawn to respond to your calls for support. So what can we add to that service beacon? Well, I mean, we already have service beacon work on the 3.2 roadmap. You know, what we're talking about is some of the stuff we did, but also, you know, like I mentioned, AI's been able to also generate service beacon requests, which sort of creates a really nice feedback loop. You know, you know, I think we decided that we need to spend a little more time on the usability and focus. The first issue of the first use of service beacon will be in 3.1, which was nice. We moved it up from 3.2 into 3.1, so I know everyone had a lot of teeth gnashing when bang culling went out of 3.1. But the service beacon stuff, you know, came in, which is, I think, going to add a little bit of gameplay, but it really is going to sort of come alive more in 3.2, and will include things like the sort of ability to be able to rate, and, you know, yes, this one's a reliable service beacon person, or no, they're a bit sketchy. The service beacon system is new for 3.1, and even though 3.1's only been in PTU for a couple of days, many backers won't have experienced it as a system yet. Well, and I think in some of the past releases it wasn't functional. So
I'd have to check. I think in the PTU release that will be happening today, people should be able to be using the service beacon. But yeah, it's a very, very new thing. But it's kind of cool because they're basically player-generated. It's the first stage of player-generated missions. And the whole service beacon system is actually how players, basically a player content manager. It's like, hey, I need you to do this job, whether it's help me, I'm under attack, or it's take me from point A to point B, or escort me from point A to point B, or eventually, take out this person or whatever it would be. This is how players will enter into contracts with other players, put jobs and missions out. Will also probably how they'll be able to sort of, you can hire some people to help you do this big run, which you'll make a bunch of money on, and then you distribute some of your costs go to the people you had to hire to help you to do the run. And so the service beacon is the infrastructure that allows that, and we're building on top of it. It's very critical, I think, for the player interaction. We're talking about you with your friends or interacting with other players, achieving stuff either together in cooperation or in some cases you could be in opposition. But I think very much a good focus of StarCitizen is the idea of like you and your friends going and doing stuff together. Whether it's against AI or against players, it's kind of up to you. But I think our big focus is, yes, this is an online game. How can me and my friends go and have fun together? A pretty big feature, all told. Yep. And I'm thinking, I'm just imagining that somebody is going to end up creating a StarCitizen Yelp to start reviewing people and service beacon contracts. Well, that's actually the idea. So the service beacon is going to have that. Okay. So it's going to have like the equivalent of the Yelp ratings or the Uber ratings, where you can both rate the person that's responding, taking the contract, and the person that's giving the contract. So it'll help to have that sort of, if someone's basically, they do a honeypot deal, like, you give them a 0-star or 1-star rating, and you see this person who's offering a contract and they've got, their rating is 1 versus someone offering a contract whose rating is 5. You want to take the person that has a 5 rating. My condolences to Tyler Wicken ahead of time. All right, moving on from service beacon improvements, one of the more intriguing options that are on the survey, at least for me, speaking only for myself, first tier of guilds and associations. Now, this kind of came up in our Aegis Vulcan promotion with the Wayfarers Club, and I've seen a lot of people talking who thought that this was just sales copy. This was just something for the lore, but this is actually the Wayfarers Club is actually a guild or association that's going into the game. It'll be a functional organization in the game. Yeah. So we've always had a plan, and this was true in Privateer or things like you have non-player organizations or guilds, the classic ones are the merchant guilds, mercenary guilds. And so we have those, and we also want to have a level of associations through, like the Wayfarers Club's almost like AAA in space, and like you have here in America in AAA, they have services that'll come out and they'll tow you or whatever, and also if you go to certain places, they'll give you discounts. Pre-negotiated discount. And so we actually want to start to put the infrastructure in for the various guilds and associations you'll do. So in 3.2, it'll be the very beginning of that, but as we go through, we'd build much more of it up. And so what you would do is you would essentially earn some money or pay with your UEC to be a member of this guild that you would pay your dues to. But you get benefits for it, like for instance jobs or missions that maybe you couldn't get somewhere else, or you could get help in a way that you wouldn't normally get it, or you get discounts in areas. Discount gas prices. Yeah, exactly. I mean, that's sort of what we were talking about for the Wayfarer Club. So it's the beginning of that, and that will definitely have quite a lot of these that would be sort of focused on the different, like I'm sure there'll be a salvages organization and various different those in the world that you can. An ex-military one you could join or whatever it would be. So we want to start to put that in to kind of lay that infrastructure because it's quite important for, I think, the long term.
Dann gameplay. natürlich die Crashs. Very cool. Und der So Doc yeah, Overstil, that stuff we das were sind so talking meine about in Kandidaten, die ich the kenne. Aegis Vulcan promotion wasn't just a flavor copy. You should check that out if you haven't already. Wayfarers Yeah, Club. nothing's just flavor copy. If you read it in the fiction stuff, we're usually thinking of at some point that would actually exist in the world. That's the whole point. So if you read, you know, like the writers do really nice fiction stuff, but a lot of that fiction stuff is specifically seeding what we want to do long term. So don't just view it as fiction. It is highlighting where the game will go. All right, so next up on the list, the party system. Let's see, the party system reads, these improvements will improve. These improvements, Mike, these improvements will improve the player's ability to create groups, allowing you to team up with your friends or to join the same game instance and cooperate on jobs and missions. That's a big one. Yeah, well, I mean, I think this is a massive, you know, complaint or feedback for a long time. And we've always been sort of like, yeah, when we get the full Spectrum integration, then we'll get it all work. And basically what we've said was, look, we just got to like focus some time on this now. Because yeah, I mean, I'm saying this, you want to get in with your friends and you want to get in with your org mates or you know, however you want to do it, you need to have an easy way to do it. And right now it's not so easy at all. So we want to spend some actual time on our back end and on our front end side to make that process earlier and sort of be the beginnings of what it ultimately will be. Because yeah, let's make it easy. I too many people tell me like, oh, it would be really easy. I would like it much, you know, if I could only get in with my friends reliably. Counterpoint though, I told my dad I wouldn't play with him until this was in. So if we put it off, yeah, well, you know, say you don't have to vote for it. Think of disco. Sorry, no, party system. It's a big one. Folks have been talking and asking for that for a while. Complementary to that, team chat. Improvements to the team chat system that will polish communication between players and make the experience more robust and intuitive. Work on this system will also begin to factor in the incorporation of Spectrum into the game. Yeah, well, you know, we've talked a long time. I mean, one of the reasons why we did the whole Spectrum setup on the platform is the idea is we're going to unify, you know, the friends lists and all the rest of the stuff that you'll do make on the platform side, and it can also be replicated down on the game side, so you don't have to maintain parallel lists. But you know, basically the chat feature in the game right now is the chat that was in from the very beginning. We spent no time other than just fixing it if it breaks in the game, and you know, like, yeah, how does that work with your list of friends or you know, groups? And so again, it's along with, you know, getting together with your friends, getting into the game, having an ability to sort of chat with them in your various sort of like setups or groups is super important, and it's also a precursor to the FOIP stuff that's going to come in with 3.3. So we want to get it in there and make that easy, because you know, right now, yeah, it's just everyone's in a general chat, which is cool, but it would, and even that still, you know, again, like I said, the implementation of chat that we had before we even did, you know, the PU. Yeah, it's best I don't say anything. All right, so next up on the list, we've got Economy Shopping UI Experience. Now this feature includes the implementation of shopping kiosks in the stores and increased variation of available products, including ship items and weapons not physically available to display. So like mail order catalog. Yeah, well, I mean, so one of the big things is that, you know, obviously we want to be selling everything in game, ships, ship weapons, ship components, all the rest of stuff. At the moment in the game, because we've got a limited amount of real estate, and we don't have the big landing zones in, we don't have the big planets in yet, we don't have places to sell ship weapons or ships or any of that stuff, because we don't have stores set for them, and we don't have the room for it. Now we will, you know, have sort of physical, you know, big stores and displays as the landing zones come in and all the rest of the stuff, but we haven't done the sort of shopping kiosk functionality, which will allow you to have a kiosk in a shop, and you know, you could go through a bunch of ship weapons, or you know, even the buggy or something, and you could see it there and say, okay, I'll buy that, and then it can be delivered to you, but it doesn't need to be displayed in the store. So it would give us the ability to allow you to
buy a wider variety of items. Like basically we want to get rid of the Voyager Direct Store online on the platform. That the goal is that's going away, and all those items you buy in the game. But we can't do that until we can have like a location to sell you in. And up until now, that's sort of waiting for the landing locations. But really, if we can get some of the kiosk stuff in, we can sort of make that move sooner. And I think it would be good because one of the things we want to do is, the ability to sort of upgrade and it'll come in one of the later features we have here. We want to make the components of your ship much more meaningful. This whole item 2.0 that we've talked about, there's a whole infrastructure for it, but we've got to finish it off properly for you to really realize and understand and see the benefits of it. And one of the components of that is being able to sort of buy bigger and better stuff. And so the shopping kiosk will allow that to happen sooner rather than later, because otherwise we're kind of bound by real estate, and then we're bound by when we roll in the planets and the other locations, which they're kind of dependent on object container streaming and etc. So we think that's a good way to get some of this possibility of gameplay in the game sooner rather than later. Awesome. So seems like shopping UI, but obviously it's a gateway to a lot of core gameplay. That's very important. Yeah. Which leads us into the Item 2.0 ship systems and weapons. So this is another option, this is another feature that you'll be able to vote for. And again, remember, we are doing all of these. This is just about prioritizing. So Item 2.0 ship systems weapons says, feature work would include finalizing Item 2.0 functionality that allows them to overheat, misfire, and suffer critical failures based on factors such as increased wear or damage. It would also introduce deeper functionality to upgradable items so that new power plants, shields, coolers, stealth, comms, radar all make the marked difference to a ship's performance based on how they are configured. So yeah, this is the big thing from this is my Hornet and you have your Hornet. Yeah, my Hornet won't perform I would like say yours does. I would say this is probably the biggest missing element of the kind of like core sort of gameplay mechanic of venturing around in space, is that we haven't finished. So we have the infrastructure for Item 2.0 and a lot of the bits are there, but not enough of the stuff's in there that the user can realize it. So we already had wear and tear in the 3.2 roadmap, so wear and tear is definitely part of this. But really where it comes in is, the effect of, say, for instance, I'm running my engines, my thrusters hot, right? I'm overpowering them, I'm putting more power to them so I can boost them, so I can turn a bit, for that time I'm turning them, but they're running hot. So as they're running hot, they're becoming overheated. As they're becoming overheated, there's a chance that they may misfire, or they could even have a critical failure. The more they're overheating, the faster the wear increases. Wear also affects your chance of misfire and overheating. So because you need to have downsides to doing things, right? So everything's a trade-off, right? So what we don't really have that's that effective in the game right now is you running your ship should have to be making conscious choices. Am I putting my power to the shields because I'm in a combat, but then I'm not being able to put as much power to my guns, so I can't recharge them as quickly, or I can't put as much power to my thrusters to super heat the plasma to eject the gases to thrust me around. And so what we want to do is give focus much more on making all that whole sort of holistic aspect work. That also has the issues, the downside, the wear. That then means that item, as it gets older or gets worn, you're not fixing it. Like if you've got a damaged item and you're not repairing it, the chance that it can misfire or just have a critical failure is much higher, right? So what we want you to do is you've got your ship, you've been out there, you're in a fight, you've got to take back, you're going to have to repair it, make sure the equipment's in good size. It's like if you don't, do an overhaul of your jet engine every so many hours of operation, you could quite likely fall out of the sky in the real world. Well, we want you to have those same sort of calls, and and if you overuse it, like you just thrash your in the real world, you thrash your car all the time, you on your brakes all the time. Well, at some point your brakes are going to fail if you don't replace them, right? So we need to make sure that that whole loop is in there and it has effects and players can feel it. And so there isn't any case where one player can just say, oh yeah, well, it doesn't matter, I've got so much power, everything's powered and and everything works perfectly. I want a sort of
trade-off in the ships, even big, expensive ships that you have to make decisions on your resources. Am I doing this or am I doing that? And there's always there's a pro and a con for both of them. And then also having the item 2.0 finished out properly means that the multi-crew behavior that you can do is much more. Like, so one of the things in, say, a Constellation versus in a Hornet is the crew could run around and like be fixing up components as they're sort of failing that would enable you to last longer in a fight or out in space. So, if you're getting hits on your shield and your power plant is putting out energy to try and keep the shields up, right? As that strain on your power plant, the power plant would have at some point misfire opportunity. If it misfires, one of the fuel rods in the power plant goes. Power plant now has, say, 4 fuel rods, so now it goes to 75% power instead of 100% power. As a player, you could go and change the subcomponent, the fuel rod out on it, and then get it back to 100%, right? And the more, and the same for other items could have fuses and stuff. And so we have these subcomponents. We've got the art even for them. But having that whole loop hooked up, you can go and do stuff. And I mentioned Sea of Thieves at the top of it, and it has some kind of like much smaller stuff. But you're in a fight, and cannonball comes into your ship, and there's a hole in your ship, and if you don't put a plank on it and you don't bail out the water, I mean, that's cool, right? There's someone's there, driving the ship, someone's down trying to bail out the water, someone's firing the cannons, and that's what we've had as our design from day one, back in 2012 and 13, and I sort of feel like we need to finish it off properly instead of talk about it and get it done. So that's a big sort of drive for me to because I think it will provide a vast amount of fun and gameplay and challenges and trade-offs and discussion for everyone out there. When you talk about having to maintain your components or they misfire, all I kept thinking was Han Solo and the Falcon in Star Wars versus Han Solo and the Falcon in Empire Strikes Back. You know, one it's maintained, one it's not, and you can see the difference there. Also, Lando and the Falcon in the new Solo movie. Excited. All right, and then the final of the feature improvements that backers will be able to vote on, FPS AI combat. The first stage of getting combat AI into the persistent universe. Now this would expand mission types by introducing the risk that an AI could be waiting to ambush you on a distant moon or in a Hulk drifting in space. Now you say FPS, we're talking like not in the ships. Obviously we have combat. Yeah, we have ship combat. No, it's basically, we have all these great space wrecks, but there's not a lot of, unless there's some other player there waiting to ambush you, there's not a lot of a challenge in it. So, the goal or the idea has always been that some of these wrecks could have some outlaws or pirates waiting to ambush you, and creates a known risk, challenge, and also just kind of fun for us to use another part of our, we've got a very, full-featured FPS game inside of our full-featured flying around in space game, and you don't really have an opportunity to use it that much outside of playing other players. And ultimately, the goal in the StarCitizen universe is to sort of be 90% kind of AI environment, 10% players. And there's all the problem with player versus player stuff is that there's always a loser in that case, it's a player, right? So there's someone that's pissed off. But AI don't get pissed off when they get shot in the face. They don't get pissed off when they get blown up in space. And so I think it's very important to have a lot of AI or environment encounters, whether it's in space or down on the ground. So as a player, even I'm not that great, I can, I took that pirate out, or yeah, I'm a badass, right? And I may not be nearly as good of a pilot as the guy that's obsessively, or the girl that's obsessively playing 30 hours a week and can snipe me at a kilometer or whatever. But it allows people to sort of have fun, because combat to a certain extent is one of the core mechanics. And so I think we're missing in the PU the sort of ground combat aspect, or like shipboard combat aspect. And so this is the first aspect of it, and obviously definitely always on our plans, but we kind of want to try to make a bit of a push for it, just to have some challenge or variety when you're down on these moons, or these large amounts of area that we've
creative for you to explore. Like, let's have some challenges, let's have some risks down there, rather than just looking at the sunset or the sunrise. I can already see the Reddit thread. Chris hates PvP being created. He doesn't. We're talking about adding to it. We've got PvP now. I don't hate PvP. Adding to it. I think what you want to do is you want to have a game that allows for both and allows people to choose kind of what they're more interested in. I mean, that's the service beacon stuff and all the rest of stuff. And so I'm hoping that if we put a structure together and the way that we're doing it, it will allow for both types of play. And I mean, I kind of view what's going to happen with PvP is going to be more player organization driven, and they'll be fighting over resources on this vast amount of land that we're now creating with this sort of very detailed procedural system. So I sort of view you're going to have individual players that are playing sort of lone wolf style, small groups of friends doing stuff together cooperatively. I could kind of see them being more kind of PvE focused, like let's go and adventure and do stuff and maybe have fun, get attacked by AI pirates or whatever it would be. And then the bigger orgs on a player basis are fighting over resources and various aspects that are sort of player PvP, and but it allows people to sort of choose what they want, and a group of a smaller group could join a larger player group and be part of this bigger battle, or org versus org battle. So I think we can have all those in the game, and I'd like to do it in a sort of organic, holistic way. So I don't want people to only be in a PvP server or only be in a PvE server. I want it to be, this is the world, and it's sort of up to you. Das Einzige, was Sie nicht hören, ist das Teamspeak, aber okay, das kann ich auch wieder anschauen, das ist kein Problem. All right. So but that's the Alpha 3.2 feature survey that will go live later today. Look for that shortly after the conclusion of this show. We've got about 10 minutes left. You want to do some backer questions from the chat here? Right off the bat, this question came up a bunch of times. We talked a little bit about it, but how far are we in the development of mining gameplay? It's a question, but it came up so many times. I feel like I have to ask. We're pretty deep into it. We generate. We have a resource map for the various planets, which determines what kind of resources can be mined, which also determines what kind of rocks are generated. We already have the gameplay for controlling your mining laser and breaking apart rocks. The goal is that you should be able to, once you learn how to do it, you could mine just by sort of visual and oral feedbacks, but you also will have sort of UI that will sort of be telling you like how much energy you're putting in and how close to in the optimal zone the rock is, or it's going to go critical and blow up. But yeah, we're pretty far along. I've been reviewing the sprint reviews of it, and it's looking good. So by 3.2, pretty full featured and polished. Okay. This question also came up quite a bit. One of the ships coming online with 3.1 is the Miss Razor. We've had the Dragonfly with 3.0. The Nox Q is coming with 3.1, which is also a racing variant. Yeah, in OBS. We haven't had any additions to racing gameplay. Yeah. So we've actually, I mean, we don't have it on the list here. We've talked about trying to get Hallo, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber ich habe hier vollen Aufschlag und ich glaube, dem Bloody fliegen gleich Ohren ab, weil wenn ich das Mikrofon noch mehr aufdrehe, dann braucht er keine Kopfhörer mehr. Ja, ich habe jetzt das Mikrofon, also das Headset-Mikrofon, das habe ich jetzt auf 91% hochgestellt. Build dedicated teams to focus on that, because the problem right now is that we did the Arena Commander because that was okay. Let's get the und das Desktop-Audio schlägt, also Audio 2 schlägt ja auch aus. Also normalerweise müssen Sie das hören, wenn ich im Teamspeak was quatsche. Do PU stuff now, so essentially we just sort of fix up stuff in Arena Commander and Star Wars. Heißt ja nicht umsonst sein, nein, Quatsch, ich will hier doch keinen schlecht machen. Keeping up there, and we sort of feel like we need to have hoffe ich, dass es auch so akzeptiert. Na gut, dann machen wir halt den Audio 2 noch ein bisschen höher, dann wird es noch lauter. Because for me, the long-term vision for what we're doing here in StarCitizen is, yes, you got the PU
that you're adventuring in. Naja, egal. But, Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne ins Teams bekommen. Das RTW ist gleich vorbei in 6 Minuten. Dann werde ich mich wieder einloggen auf die PTU. Und da können wir gerne nochmal ein bisschen über Feature 3.2 oder 3.1 reden. Da bin ich ganz frei und relaxed in diese Richtung. Racing that will be embedded in the PU that you can do, which will be really kind of cool. But the idea is, yeah, I want to make Arena Commander and Star Marine viable, ongoing game modes that have updates, that have new content, and that allow people, because I think sometimes you may just say, you know what, I don't have the time to get into the PU and do a big mission with all my friends, but maybe I just want to get in and, you know, have a, you know, see how I do on the leaderboards and have a quick dogfight, or, you know, get into a quick Star Marine match. So I feel like we've done a disservice by like getting these game modes up and running to get a mechanic working, and then once we have, we're just like, okay, it's in the PU now, we don't worry about it. So we are definitely going to do that. So do look for stuff that we're racing. That is on our agenda. Only downside is, you know, unfortunately, good resources don't grow on trees. So hiring the people and getting them up takes a bit of time, but it is a goal for us to have dedicated stakeholders. That's all they're doing. They're not getting distracted to fix something else on the PU. So look for that to be happening towards the later part of this year. Oder macht das Restream wieder Zoff? That's it. That's it. No, Wow. Yeah. Hours up. Everybody always dreads. Müsste normalerweise funktionieren. It goes by fast. Don't worry about it. All right. So remember, the Alpha 3.2 feature survey will go live very shortly later today. Look for that. That's open to all backers. It's not a concierge exclusive or subscriber exclusive. If you've supported the project, you'll be able to cast your vote. And that'll go for roughly about a week. I think we're still kind of flexible with the end time, but it'll be at least a week. Ja, we probably want to ist das bei mir? I think before we start Exactly. Yeah, we need the Oh, feedback wie so schön. we can make our Cool. decisions. Hallo Rüders. Schön, dass du vorbeiguckst. Der Rest ist weg. Ja, okay, es sind also laut meiner komischen Anzeige sind es momentan 4, aber es ist besser als gar keiner. Tuning in and listening, and everyone that's backed us, thank you very much. And you know, I think hopefully you guys are going to like 3-1, and you know, this year I'm pretty excited. I think we've got a good cadence going, so it's going to be good. All right, we'll see you in a few minutes, everybody. Take care. Ach, das Video habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist viel bequemer. Aber es soll auch klippisch dieses Jahr noch Akkord rauskommen, soweit ich weiß. Akkord, ja. Ja. Also ich habe mir mal das Schiff mal angeguckt. Das ist recht interessant, muss man sagen. So, jetzt muss ich doch mal mein PTU wieder anschmeißen, dass es gleich weitergeht. So, Verified. Mal gucken, ob ein neuer Patch rausgekommen ist. Und wieder 2 weg. Na egal. Ist ein neuer Patch drin? Nee, negativ. Also ich habe keinen Patch bis jetzt drin. Video. All right, well, that about wraps up this week's show. A special thanks to Chris Roberts for being on the show this week. The Alpha 3.2 feature survey will go live shortly after the end of this broadcast, so you'll be able to cast your vote. On Monday, we've got another all-new episode of Calling All Devs, where we address questions about tractor beams,
If bigger means better when it comes to equipment slots, players building their own space stations, and more. So don't forget, there's also 1 week left to pick up an Aegis Vulcan refueling, repairing, and rearming ship if you haven't already. And there's also the paint and decal livery 2-pack that's good, even if you're waiting to earn the ship in the game. So for Reverse the Verse Live, I'm content manager Jared Huckabee. I'm going to go watch that Reclaimer trailer again. I'll see you next week, everybody. So, da bin ich wieder und habe mal versucht, mich hier wieder einzuloggen. Habe momentan ein Ladescreen. Ich hoffe, dass es einigermaßen gefallen hat. Dann werde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen mal weitermachen. Mal gucken, wie es weitergeht hier. Wo haben wir es denn? Da haben wir einen Titel. So, StarCitizen. Jetzt kann ich StarCitizen nicht mehr schreiben. Oh Gott! Hab doch kein Bier getrunken. ST? Habe ich doch eingegeben. Ja, okay. Warte mal, IZ. Nee. Doch, passt. So. N? Nee. Bin ich bescheuert? S. Ah. Okay. Kein Wunder, dass es komisch aussieht. Das I kommt ja. Das kommt ja vorm Z. Nicht mal nach dem Z. So. Eigentlich müsste das mit dem Mikrofon ja passen. Ich brauche ja keine 2 Mikrofons einzuschalten. So, aber ich höre mal trotzdem mal kurz in meinen Stream rein. Mal gucken, ob ich jetzt auch ins Spiel komme. Ja, ich muss mal gucken, weil gerade eben habe ich gerade beim Over war wieder 4000, das Bug wieder. Mal gucken, ob ich jetzt auch ins Spiel komme. Ja, also dich höre ich auf dem Stream. Ja, ich muss mal gucken, weil gerade eben habe ich hört mich auch im Stream, also es funktioniert, der Ton. Ja, also ich höre dich. Ja, ich habe jetzt gerade mal kurz den Stream mal kurz angemacht, jetzt wahrscheinlich eine kurze Rückkopplung geben, aber whatever. So, und jetzt hoffe ich, dass die Kamera wieder hier bald fokussiert. Ansonsten muss ich hier nur meine Webcam-Einstellung ändern. Der Chroma Key zickt hier rum. Noch mehr Licht kann ich nicht machen. Hey, jetzt ist es wieder scharf, weil wenn ich jetzt weggehe, wird es wieder unscharf. Ah ne, doch, passt, gut. Lovely Oversteam. Naja. Tiermas ist live. PTU. Mein Bug, dein Bug, unser Bug. Ach, wie schön. Ach ja, laden. So, dann werde ich doch mal gucken. Also ich habe hier immer schöne Eieruhr. Trotz SSD rührt sich hier nichts. Ich habe gerade einen 40.014er. Ja, das scheint aber jetzt momentan verstärkt durch die Reihe zu sein. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht soll ich einfach mal separat mal nicht mehr das Best nehmen, sondern einfach mal expliziten Server auswählen. Vielleicht ist dieser Matcher kaputt, eventuell. Probieren wir es noch einmal. Also wenn ich Best nehme,
auswähle, da lädt er sich bei mir tot. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt bei mir. Ich muss gerade noch was hier umstellen. Oder Server sind down gegangen. Ja, es kann auch sein, dass eventuell gleich ein Patch kommt. Das kann ja auch sein, aber hätte Fahrradkette, würde jetzt ein Schichtleiter sagen. Weil ich habe jetzt gerade, schwarzen Bildschirm. So, dann will ich mal gleich auch meinen Overlay ein bisschen verkleinern. Na, komm schon. Teamspeak, hallo, ich möchte gerne Teamspeak Overlay verändern. Danke. Warum selektierst du es mir nicht? Habe ein Schloss dran. Hehe. Hab's gelockt, damit dass es nicht ganz reinhaut. Oder ausblenden soll ich nicht. Locken will ich das. Übergang. So, probieren wir es jetzt noch einmal. So, Crusader. Dann gehe ich mal das überlegen. Wir haben 1 Uhr, wir haben Wochenende. Ich gehe davon aus, USA könnten das selber sein. Beim Glück haben. Oh, und das Ding steht wieder nicht scharf. Das Blöde ist, dass das Licht von der Seite kommt. Von vorne habe ich keinen Platz, da ist die Wand im Weg. Extra dunkle Klamotten angezogen. Oh, er lädt. Ich komm gleich rein, juhu. Was hast du für Server genommen? Ich habe USA genommen. Also zumindest habe ich gerade im Hintergrund ein kleines bisschen ein anderes Bild gesehen als nur schwarze Punkte. Und ich bin in Port Lisa wach geworden, sogar gerade eben. Danke. Ah, 19 Bilder. Wie schön. So, kann ich jetzt den Kopfhörer jetzt komplett wieder aufziehen? Sieht nicht so bescheuert aus. So, mal gucken. Oh, haben jetzt alle eilig jetzt. Ah, komm, mach doch nicht die großen Schiffe. Die habe ich dann gefragt, klar. So, warte mal. Im Tampel. Mal gucken, ob ich den aufrufen kann und mal hier spazieren fahren kann. Delivered to the following landing pad. Unfortunately, our automated system is unable to access that ship at this time. We apologize for any inconvenience. Ja, Please try again later, or select a different ship. Mann, blödes Chroma Key. Muss ich doch mal das Licht nochmal umstellen. Und da rennt schon einer bei dir mit einer dicken Rüstung rum. Ja, ja. Ja, bei 20.000, die man hat, kann man dir ja mal große Rüstung kaufen halt. Lampe mal umgestellt. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Finger geklemmt gerieben. Naja. So. Na,
jetzt hier rum? Der Reclaimer will nicht. Nein, nein, das Problem ist, es zuckt und leckt momentan ein bisschen hier. Ach so. Ah ja, weil lieber die großen spawnt. Jetzt probiere ich es auch. All of our landing areas are currently full. Please hold for assignment. Unfortunately, our automated system is unable to access that ship. Ja, ich weiß, dass es ist kein Moment. Das ist doch, glaube ich, das 00-Pad. Was dafür ausgedacht ist. Das ist 10. Ah, jetzt hat plötzlich meine Maus hier so eine Auflösung. 400. Nee, 800 ist besser. Jo, wer Bock hat, könnt gerne Fragen stellen oder ins Team kommen. Der Server ist oben rechts, oben links eingeblendet. Wenn ihr Spaß an dem Spiel habt, dann könnt ihr auch gerne einen Referral-Code eingeben, der in der Mitte eingeblendet ist. Da kriegt ihr Bonus von 5000 Alpha UEC, die bei jedem Reset der Server bestehen bleiben. Und ich muss das jetzt noch beschließen. Please hold for assignment. Please hold for assignment. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Aufzug funktioniert oder ob der kaputt ist, der Aufzug. Dann müsste ich nämlich per IDE reingehen. Weil nämlich der Eingang ist ja hier hinten. Bei der Kiste. Aber der Aufzug... 34 FPS, meine Fresse. Ja, sei froh. Weil nämlich hier... Und das auf dem Ami-Server. Ja, die Amis sind jetzt momentan noch auf der Arbeit. Du hast eine 1080er bestimmt, oder? Nee, ich habe nur eine 1060er. Ich habe 1050er mit Stream 18 momentan. ...32 GB RAM. Die Emojis sind noch ein bisschen verpackt. So, Silence hat sich beschwert. Nee, egal. Vielleicht haben sie es aber nicht gehört. Woran kann man sehen, wo die Zuschauer sind? Auch nicht schlecht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer als nächstes kommt.
Ach, das ist da. Das ist meine. Sehr schön. So, mal gucken, ob ich in dieses schöne Schiff reinkomme. Macht er nicht. Da muss ich mal schauen, ob ich per EVA reinkomme. Und hoffe nicht, dass sie despawnt. So, warum straight wir jetzt eigentlich nach oben? Ah, na supi. Irgendwo muss ja hier auch ein Fahrstuhl sein am Bein. Ja, ja, der Fahrstuhl ist aber verbuggt. Der ist nämlich da hinten zwischen dem Fahrwerk. Aber... kann momentan nichts machen. Spiel eingefroren. Auch nicht schlecht. Ah, eben. Ist in der Animation hängen geblieben. Im weiteren Moment. Das ist die erste Tür. Genau. Jetzt denke ich im Fußgritt. Da hat jemand einen Transportenbeacon aufgemacht. Kann ich nicht, weil ich jetzt hier gerade in der Physik hänge. So, jetzt bin ich raus. Jetzt werde ich mit dir, wenn ich jetzt in dem Schiff reinkomme, werde es bestimmt jetzt wieder eingepackt. Na, komm schon. Kannst du auch hier rein? So, das sieht mal gut aus. Jetzt hoffe ich nur, dass ich ins Cockpit komme, bevor das Schiff eingemoddet wird. Komm schon, geh auf. So, warte mal.
Das Schöne ist, dass sie hier mit dem Kreide gesagt haben, hier musst du drauf drücken, um den Aufzug zu bedienen. Dann müsste es, glaube ich, hier rein. Oh. Jetzt kostet es sogar Geld, wenn man Wenn die man Zeit verkürzt. Ja. 99 Credits oder so ähnliches, oder je nachdem wie groß das Schiff ist halt. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Ich will hier doch nur weg. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Launch complete. Ah, sie bewegt sich. Juhu. Bist du durch die Luftschleuse rein? Yep. Ich kann abheben. Einfährt. Wunderschönes Schiff. Ja, die Flammen sind noch nicht ganz optimal. Hier sieht man, dass die noch nicht richtig positioniert sind, beziehungsweise gesteuert sind. Ach, also das geht auch, weil gestern konntest du überhaupt nicht im Pilotensitz hier das aufmachen. Das, nee? Nein, das hat sich komplett rausgekickt. Da haben sie uns ja wahrscheinlich einen kleinen Patch eingespielt. So. Jetzt werden wir mal gucken, ob ich das Schiff in einen Quantum-Treffer kriege. Und dass ich vielleicht auf einen Planeten landen kann. Bevor der Server sagt, danke für dein Gespräch, das war's. Ja, das stimmt. Okay, die Displays funktionieren halt noch nicht, das ist ja auch nicht, noch nicht ganz komplett drin.
Quantum travel initiated. Nein. Quantum travel complete. Ich liebe es. Na gut, dann muss ich halt mal so fliegen. Ich versuche mal in ein Bett mich reinzulegen. Guck mal, versuchen erfolgreich auszulocken. Oder gerade überlegen, wo waren die Crew-Dinger? Das ist die Bereich. Das war hier das Techniker-Plattform, genau. Dann geht's hier hoch. Nein, das ist die richtige Tür. Ja. Okay, das ist dann die Messe. Korrekt. Hier. Captains Quartier. Wo fliegst du gerade hin? Ich bin auf Daima. Ich flieg gerade mal nach Jella. Ja, ich versuche jetzt gerade mich mal im Bett auszulocken. Wegen Grafikbug hier. Crashhändler. Aber ich versuche jetzt mich halt im Bett auszulocken, damit ich mich da wieder einloggen kann. Das sollte ja normalerweise funktionieren. Eigentlich schon, ja. Ja, man sollte F drücken und nicht T. Der Röders ist ziemlich still. Ja, er schweigt stille und genießt. Oder macht Notizen, wo er mich wieder ein bisschen Tipps geben kann. Oder so. Oder ist eingeschlafen. Meinst du? Weiß ich nicht. Der Röders ist auch so ein Nachtmensch. Boah, ist das nervig. Ja, macht er das? Geht er ins Hauptmenü oder sagt er, es war einmal?
oder hat er einfach nur das Licht ausgeschaltet? Es kann ja auch sein, dass er nur das Licht ausgeschaltet hat. Konntest du dich jetzt im Battle ausloggen? Weiß ich nicht. Ich habe ja nicht gesehen, ob ich ausloggen konnte, weil ich habe ja diesen schönen Grafik-Spike-Kram gehabt. Aber ich glaube, es sieht eher so nach Crashhändler aus. Richtig! Ich hatte auch einen. Passiert mir immer, wenn ich Richtung Planeten fliegen will. So. Gehen wir mal kurz auf die offizielle Spektrum-Seite. So. Gehen wir mal da drauf. Blenden das mal gleich wieder ein hier. So, wo bin ich denn? Ist das der? Nein, das ist es nicht. Der da ist es. So, jetzt muss ich mal gucken. So, was haben sie geschrieben? So, gibt es da noch irgendein anderes? Das müsste normalerweise doch in den Announcements stehen. So, wo waren jetzt nochmal dieses Vote-Gedöns? Und steht was drin im Spektrum? Ich bin gerade am Schauen. Ich blicke momentan nicht durch. Concierge? Nein. Subscriber? Nein. General? Nee, das müsste doch normalerweise hier drin stehen. Das vor einem Jahr, vor gestern ist diese H released worden. Genau. Ja, Ja, vor 5 Minuten hat er was geschrieben. So, as you know, yesterday we ensure in concern and bla bla bla. We have put a looking and we can better understand. So we greatly attempt to help taking this back down update. We collect a bit. So we've collected quite a bit of data tonight, but I want to let you all know that we won't be roll back the build tonight. Please be aware there's some servers may send some massive performance dips, bugs, things
should recover over time. Okay. Wie kommen die Bilder her? So gute Bilder habe ich gar nicht, trotz meiner Auflösung. Sind das die Full HD Spieler oder 4K Spieler? Die sehen alles. Was hat er geschrieben so wirklich? Die haben ein neues Tool draufgezogen, wo die halt die Daten noch ziehen und wir sollen halt da Verständnis haben, dass es manche Server nicht rumzicken wollen. Ach so. Also sie versuchen jetzt das zu tracen, wo das Problem liegt. Also kann sein, dass wir die Nacht noch irgendwo oder morgen dann ein Dings kriegen, ne? Also ein Rollback machen sie heute Nacht nicht, das haben sie durchgestrichen. Genau. So, mal gucken, was haben wir denn noch hier? Also hier sind die Questions für Calling the All Devs. So, mal gucken. Also für die Leute, die zuschauen, ich bin hier gerade jetzt ein paar Fragen am Durchschauen, die man hochvoten kann. Das könnte man machen und ja. Und da gibt es auch noch ein anderes Voting für das, was sie als nächstes bauen sollten. Aber das muss ich jetzt mal gucken. Das müsste... Ist es hier? Nein. Ach, wo steht denn das? Mit dem Voten. Modding. Hier ist die Fehlermeldung, die gerade reingeschrieben haben. Ja, das sind die Grafikbugs, die habe ich auch, die kann ich nur bestätigen. Polygonfehler sind das. Und sonst noch was Interessantes drinnen? Nee, gell? Nee, bis jetzt finde ich nichts.
Das naja, aber wir befinden uns ja immer noch in einer PTU, also... Ja, ja. Das sind die Mods. Keine Ahnung. Findet momentan aktuell nichts. Naja. So, dann machen wir nochmal ein Verified. Und probiere mein Glück noch einmal. Oh, boah. Hey Pete, we want you to take us to the $11 million. Ich finde es halt schade, dass man halt nicht viel im PTU machen kann, weil Handel oder so nicht kannst du knicken, um das zu testen. Nee, also wenn du das versuchst, glaube ich, bist du dein Geld schneller los, als du bis du Streik hast. Ja, das ist das große Problem. Ja, gut, also sie haben ja geschrieben, dass die Server stressen. Also, ja, das ist klar. Aber es ist halt ein bisschen nervig, dass man halt nichts machen kann, großartig. Ja, das stimmt. Also so richtig testen kann man jetzt wirklich nicht, ob irgendwas... wenn man nicht von den Portugieser wegkommt. Ja, man kommt weg, aber wenn man den Planeten anfliegt, dann stürzt der Server ab. Oder man wird so gerade so schön im Landeanflug und dann sagt der Server, oh danke, schön, Eieruhr und mach's gut. Ja, das stimmt. Ach, lovely, immer noch Eieruhr. Ja, die Eieruhr habe ich auch. Ich glaube, ich mache dann zu. Auch wenn es nur 2 Stunden war. Ich muss ja nicht immer jeden Tag 4 Stunden machen. Ach, ist ja auch schon. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich bin ja froh, dass zumindest einer regelmäßig zuschaut. Dass ich ganz umsonst mit dem Mund fusselig bappe. Hi Röders, schön. Ja, mir geht's sehr gut. Ich weiß nicht, was mit dem Evo war, oder Moment, mit dem Silenced. Dann der Sven ST haben sich halt beschwert, dass ich zu leise bin. Jetzt habe ich alles ein bisschen hochgedreht und der arme Bloody Rain, der hat jetzt fast den Kopfhörer 10 Meter nebenan gelegt, weil ich den Lautsprecher so hochgezogen habe, den Mikrofon. Nein, Quatsch, funktioniert. Nee, ja, ich war jetzt kurz mal in der Reclaimer gewesen. Die Reclaimer hat sich verabschiedet. Nach einem Landeanflug oder versuchten Landeanflug von DEMA, da kamen die schönen Grafikspikes wieder, die Polygonprobleme. Die sind aber regelmäßig. Mein Kollege ist zu leise. Ach du Schande, der Platte ist zu leise. Was? Ich bin zu leise? Oh, ich böse. Habe ich wieder leise gedreht. Mensch. Mal gucken. Teamspeak, wie war denn das? So.
waren das? Ach, da haben wir es doch. Machen wir mal 2,5 dB. Die Musik ist schon auf 70% runtergedreht, Röders. Aber der Server ist sowieso Schrott im Moment. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, Desktop-Audio und den Kram. Ja, ich mach's gleich, ich werde mich jetzt gleich nochmal einloggen, aber ich mache jetzt erstmal hier den Launcher zu. Mache ich gleich, danke. So, Commit. So. Die Musik auf -10. Also Desktop-Audio meinst du, okay. So, was OBS hier. Also ich habe ja jetzt wie gesagt Audio 2 ist das Teamspeak hauptsächlich. Okay. Gut. Kümmere ich mich gleich drum. Okay. Also die Musik runterdrehen. Das ist Audio. Dann gehen wir mal runter auf 50. Weg. So, next try. Was nehmen wir denn? United States. So, ja, also wie gesagt, okay. Aua, das ist, noch leiser. Na, wo ist das? Ich versuche erstmal hier ins Spiel einzuloggen, bevor ich hier weiter einstellen kann. Okay. Okay. So, komm her, blöde Maus. Na, wo steckt der denn jetzt? So, also Desktop Audio noch mal ein bisschen runterkurbeln. Und den Mikrofon ein bisschen runter. Okay. Das mache ich aber das andere Menü. Ah, da kommt es bald auch hier runter. So. Hallo, was soll ich noch mehr reden? Ich bin hier gerade die Einstellung am Prüfen, ob das alles funktioniert. Ja,
Also der Ton kann ich jetzt momentan nicht einstellen, weil ich mal wieder diese berühmte schöne Eieruhr habe. Ratter, ratter, ratter. Och, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich bin doch noch Anfänger im Stream. Ich mache das Ding an, läuft, okay, wenn die Lautstärke nicht stimmt. Ich habe ja kein Feedback. Ich hocke meistens alleine hier. Und sage, hallo, lieber Monitore, schön, dass ich mit euch reden kann. Kollege, okay. Oh, du musst auch noch plappern. Um diese Uhrzeit, Röders, du verlangst. Das ist ja... Ja, nee, ich habe mich ja im Teamspeak ja ein bisschen hochgesetzt. Das ist kein Wunder. Ja. Lautstärke anpassen. Dann schraube ich jetzt wieder auf plus 1 statt 2,5. Das müsste dann wieder passen. Ich bin alleine? Naja, ich habe den Platti bei mir. Ja. Ich bin immer noch zu laut. Okay. Warte mal, jetzt brauche ich das andere Einstellmenü. Komme ich jetzt nicht rein, weil ich hier die blöde Kack-Eieruhr habe. Moment, vielleicht habe ich ja Glück, wenn ich... Na, wo ist mein... Ich brauche jetzt erstmal ein anderes Fenster. Den da. So, Task Manager. Du warst immer schön lauter. Eigentlich habe ich jetzt auf das Headset umgestellt gehabt. Aber ich nehme es zur Kenntnis und versuche es zu korrigieren. Okay. Mach ja nicht, okay. So. Dann bin ich wieder zu laut, okay. Ihnen kann man es nicht recht machen. Ja, ja, ist okay, aber ich bin ja, ich finde es ja gut, dass er mir was sagt. So. Lovely. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt bin ich wieder bestimmt zu leise. Jetzt mal das bewegte Bild, was geht? Was geht? Gar nichts. Die Server sind momentan, so wie es aussieht, ein bisschen gestresst. Man kann sich momentan nicht großartig einloggen auf den PTU. Und ja, ich versuche jetzt halt seit 10 Minuten mich da wieder einzuloggen in diese Richtung. Und bin halt hier noch ein bisschen im OBS rum experimentieren. Und finde es gut, dass du mir ein bisschen Feedback gibst. Was gibt's denn dir? Hey, was soll ich denn jetzt noch einstellen? Erst bin ich zu laut, jetzt habe ich es 10% runtergedreht in den Zentraleinstellungen, jetzt bin ich wieder zu leise. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist es jetzt okay? Ist die Lautstärke leise genug oder bin ich jetzt wieder zu leise? So. Ich habe doch nur das eine Mikrofon auf, oder habe ich das zweite auch jetzt auf? Nee, ich habe nur das eine auf, das zweite ist zu.
stellen wir hier nochmal das Mikro ein bisschen runter. Naja, egal. Gehen wir mal nach Hintergrund. Okay, jetzt ist das Mikrofon wieder zu leise. Okay. So, wo bin ich denn hier? Das ist Desktop Audio 2. Das geht dann hier 2 Schritte hoch. Mikrofon 2. Auch schon hoch. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich wieder die Haupteinstellung ändern, aber es war zu viel jetzt. So. So, 1, 2, 1, 2, schalalala. Die Musik habe ich jetzt leise gemacht auf 5. Aegis Combat Assist activated. Okay. Systems green. Naja, ich habe doch hier zu leise. Okay, immer noch zu leise. Okay. Immer noch zu leise. So, dann machen wir das Mikrofon nochmal 3 Klick hoch. Machen das hier auf plus 15. Und das Desktop Audio auf 20. Okay, also die Verzögerung, verstehe ich, das sind 30 Sekunden oder so ähnliches. Ja, ich habe jetzt nochmal wieder Einstellungen geändert, jetzt weiß ich schon ein bisschen. Kann man gucken, kann ich da was einblenden in diese Richtung? Eigentlich schon. Eigentlich schon, hehe. Warte mal, ja, wir sind ja unter uns. Moment mal, wie macht man das? Das macht man dann so, eine Fensteraufnahme. So, dann warte mal, nein, das ist falscher. Löschen. Wo sind wir denn hier? Entfernen, yes. So, dann kriegen wir eine... Okay, kein Problem. Werden wir gleich sehen. Moment. So. Das müsste... Nochmal, ist es die Anzeige? So. Machen wir das hier zu. Nein, das geht ja nicht. Ich muss ja hier eine Einstellung machen. Wo sind wir denn hier zu Hause? Also, die Audioeinstellungen sind jetzt hier. Desktop Audio 1 ist hier der normale. Also hier das Hauptbildschirm. Desktop Audio 2 ist das Teamspeak. Das Teamspeak, genau. Ja, das ist okay. Das ist ein Mikrofon sehr wahrscheinlich. Was, wie, wo, hä? Du hast so ein leichtes Rauschen im Hintergrund manchmal. Ja, ist mein Mikro. Naja. So, das Teamspeak. Nochmal 3 Klicks höher. So, also Desktop Audio 2, Teamspeak ist auf minus 7,5 dB. Das Mikrofon, also das Headset-Mikrofon, ist auf minus 2,5.
Ah, so. Nur zu leise vom Bloody, okay. Moment. Schon wieder. Ja, keine Ahnung. Also der steht jetzt auf Teamspeak +1 steht da bei mir. Und das Mic 2, AUX 2, das ist jetzt hier die Einstellung. Mal rauf ist halt zu leise. V ist normal. Audio. Bin auf Max, okay. So. Hoppla. So, also noch lauter stellen ist halt schwierig. Ich kann halt das nicht so hören, ohne dass es eine unnötige Feedback-Schleife gibt. Das ist halt das blöde Gelumps. Und das Belegen meiner Haupteinstellung, das ist das Mikrofon hier. Müsste jetzt gleich kommen. Hat er nicht gemacht, okay. Also das Mikrofon, das habe ich ja jetzt auch schon ein bisschen hochgedreht. Besser, okay. Oh ja. Ist es jetzt 20 dB? Nein. Die Mikrofonverstärkung ist auch nicht an. Besser. Gut. Gut. So. Noch besser. Okay. Machen wir nochmal 2 Klicks höher fürs Mikro. Das ist dann die Einstellung von der Schnittstelle hinten. Und ja. Das Audio dürfen wir jetzt eigentlich nicht hören. Es ist halt schwierig. Danke. Finde ich gut. Passt. Gut. Dann kann ich jetzt gleich wieder alles ausblenden hier. Und wieder zurück zum Spiel. Ich muss es irgendwann mal speichern, den ganzen Kram hier. Neue PC gemacht, alles wieder kaputt. Cool. Und Rüder, hast du schon die neue Reklame angeguckt? So, Return to Main. Yes. So. Jetzt hoffe ich, dass er das gehört hat. Ich habe die Einstellung so eingestellt, bis er cool gesagt hat. Trotz Verzögerung, da habe ich auch nichts mehr verändert. Nein, Quatsch. Das muss irgendwann mal klappen, der Kram hier. Ach so, also hast du, bist du nicht im PTU oder was? PTU geht bei mir momentan nicht, ich komme nicht rein. Nee, ich meine Reuters. Achso, Reuters, okay, sorry. Aber kein Zugang hat. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Vandal Swarm initiated. Warning. There are multiple hostiles inbound. Contact. Ah, okay. So. Und wie findest du es jetzt so vom Schauen? Ja, die Server sind momentan alle ein bisschen verbuggt, würde ich mal sagen. Beziehungsweise ein bisschen overstressed. Hm, ja, das. Ja, stimmt. Ja, ist ein Riesending. Also ich habe mich ja auch gestern, da habe ich erst mal 10 Minuten gebraucht, um mich da zurechtzufinden. Das sind noch 1 oder 2 Kleinigkeiten, die noch ein bisschen gemacht werden. Ja, also ich habe mich gestern auch komplett verlaufen.
Aber obwohl ich sagen muss, dass du dich auf der Starfahrer eher verläufst wie auf der... Ja, die Starfire hat halt mehr verwinkelte Ecken. Ne? Warning. There are multiple hostiles inbound. Also momentan fliege ich hier fliege ich jetzt momentan mit dem Maus. Das ist ein Arena Commander. Ja, Arena Commander, Bundle Storm, Singleplayer. Ja, es sind ja nur 9 Wellen, steht 18 oder 19. Ja, klar. Irgendwie habe ich ja jetzt keinen Clip gerade im gehabt, auch nicht schlecht. So, wo ist jetzt hier, wo ist dieses Schiff? Habe ich es schon abgeschossen oder was? Kann nicht sein. Ach, da ist es, okay. Ach, ich muss mir die Steuerung mal aufhalten. Du meinst, wenn du die Schiffe mit der Reclaimer zerteilst, dann, oder was? Ja, ich gehe davon aus. Also sag mal so, ich habe mir den Kletterraum wollte ich mal anschauen, aber da bin ich mal in den Auftrag gefallen. Da kommt auch nicht mehr raus. Also was mich nochmal interessieren würde, ist, wenn mit der Reclaimer, ob sie die Kralle wirklich funktionstüchtig machen oder nicht. Ja. Dass du die Schiffe wirklich packst und verteilst oder ob es nur so ein Laser werden soll. Ja, also ich habe irgendwie gehört, es soll ein Laser werden. Und dann hätten sie die Kralle auch nicht noch mit den Armen, die da irgendwelche Magneten nehmen können. Finde ich. Also ich finde mit den Krallen oder das Vektorflieg, das sieht schon ein bisschen besser aus, finde ich. Ja. Die kann doch ordentlich gerade ausfliegen, oder? Ja, das wird ja bestimmt auch nice aussehen, wenn das Schiff so mit der Kralle gepackt wird. Ja, die sollen das Salvagen so darum ein bisschen, sag mal, so als Minigame machen, dass man halt da auch wenigstens wo fliegen kann, weißt du? Mhm. Dass halt zum Beispiel einer die Krallen bedient, weil es in die Ressourcen wieder rausschneidet, Metall, Titanium. Ja, oder auch die Komponentenbergen dann wieder noch drin sind, wenn Komponenten noch vorhanden sind, wenn sie nicht von vorher Ja, also die Komponenten kannst du, glaube ich, eher mit den Drohnen. Ja, so. Drohnen reinbringen. Na? Wo ist die denn?
contact. Ja, also ich habe mal mir den Schredderraum mal angeschaut, oder zumindest wo die Salvager lagern. Das ist ja ein Riesenapparat. Ja, der ist riesig. Shields up. Shields recharging. Meinst du mich? Das habe ich noch nicht geschafft. Ich habe noch nie Arena Commander gespielt. Simulation boundary. Probiere mein Glück, um ins PTU mich einzulocken. PU bist du nicht reingekommen, oder? Hat er nicht funktioniert, aber vielleicht hat er sich jetzt gefangen. Mal gucken. Schon
Schon wieder die Kamera verpackt, ey. Was willst du sehen im PU? Willst du die Terrapin sehen oder die Reclaimer, falls ich auf einen Server komme? Alles, okay. Ich werde es versuchen. Okay. Wenn ich auch einen Server finde, kann ich es gerne versuchen. Okay, außer der Reclaimer. Okay, das ist gut. Das ist eine gute Argumentation. Da will ich mir vielleicht ein kleines Schiffchen fliegen. Ja, glaube ich. Er will nicht. Er will nicht. Next try. Versuchst du jetzt wieder auf den amerikanischen zu kommen? Ich versuche auf einen EU-Server zu kommen. Achso. Kann ja sein, dass die Amis jetzt auch zu viel Traffic haben, eventuell. Also jetzt ist Feierabend bei denen. Es sind zwischen minus 6 und 8 Stunden, was sie haben. Also, er hat gerade eben gezuckt, das ist immer ein gutes Zeichen. Oh, Lobby Error. Ach, Jemini. Jetzt habe ich schon Röders da, einer der guten Streamern, und ich kann hier nichts zeigen. Ja. Peinlich. Lobby Error. 14, ja, den hatte ich vorhin auch. Ja. Dann bin ich ewig auf keine Server drauf gekommen. Ja, das habe ich auch das Problem, wenn man da nicht auf den Server kommt. Beziehungsweise jetzt habe ich einen Lobbyfehler. Ich habe ja vorgestern das Problem gehabt, dass mein Rechner ja eingefroren ist beim Stream. Ja, das hab ich gesehen bei dir. Ja, der Stream ist komplett, der Stream ist weitergelaufen, PC eingefroren, konnte gar nichts machen. Mhm. Da musste ich das war zweimal innerhalb 2 Stunden, wo ich Reset drücken musste. Also bei dem 414 hast du es, glaube ich, 10 Minuten warten. Haben die mal gesagt. So, wo ist meine Maus? 10 Minuten. Ja. Das schlage ich mal kurz mal nach. Sieht keiner gut.
Wo sind wir denn hier zu Hause? Hier steht auch nichts drin. Ach, Mann, 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 Mann. Soll ich doch mal nach Australien gehen, mein Glück versuchen? Oh, das war die Latenz zu hoch. Ja, stimmt auch wieder. Aber trotzdem probiere ich es. Vielleicht ist nämlich die EU-Lobby jetzt gerade momentan kaputt oder ist ähnliches. Weil auf den australischen lässt sich immer schön spielen, weil es sind immer wenige drauf, aber... Aber die Verzögerung halt sind ja... Die Verzögerung... Boah. Könnte fast doppelt sein wie nach Amerika. Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, es dürfte auch sehr wenig erfolgreich aussehen. Hm. Vielleicht schrauben sie doch an den Servern jetzt rum. Vielleicht haben sie es gefunden. Ja, vielleicht haben die Techniker einen Auftrag bekommen, ihr macht erst vom Wochenende, wenn es läuft. Oder was würde der US-Präsident sagen? You are fired. Dein Lieblingsspruch. Ja, ja. Mit seiner Reality-Show von früher. Oh Mann, oh Mann. Reuters, es tut mir schrecklich traurig leid, es funktioniert nicht. Also theoretisch werde ich mein Glück nochmal am Sonntagabend probieren. Weil morgen, also heute Abend geht's nicht, weil ich Freundin Meine Freundin, ja. Freundin habe, genau. Kannst du ja vielleicht mal den Jack vielleicht aus dem Bett schmeißen, vielleicht macht er ja noch was. Der wird sich bedanken. Genau. Mal gucken, haben wir da überhaupt jemand, der noch streamt? Macht Tramis das noch was, ja. Genau, Tramis macht noch was, genau. Mal gucken, ob er auf dem Server drauf ist. Weiß ich nicht. Ja doch. Sieht so aus. Okay. So, dann tut's mir leid, aber ich werde euch jetzt mal rüber hosten. Oder erst writen und dann hosten. Oder ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich mache es ja so selten. Ach, der ist jetzt gerade durchgebackt, oder? Ist er durchgebackt? Nein, er ist nicht durchgebackt. Hat er Glück gehabt. So, jetzt muss ich dann wieder in meinen Kanal gehen, damit ich es eingeben kann, ey. So.
Ach, na gut, dann mache ich einfach den da. Ist mir auch egal. Ach, der ist auch im AC drin. Ja, die werden alle nicht auf den Server kommen, nehme ich Ja, an. denke ich auch. So, es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, aber ich danke, dass du noch mal kurz reingeschaut hast und mir geholfen hast mit der Einstellung. Ich versuche die jetzt irgendwie zu speichern, dass es so bleibt. Und wie gesagt, ich habe hier kontinuierliche Eieruhr. Die fliegen über Therapie? Ach, die machen keinen One-Use-Raum oder so. Das kann ich, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja. Oh ja, oh, schon um 2:30. Oh. Ja, also so wie es aussieht, ist das mal heute Abend mal nicht so optimal. Ja, ist ja okay. Und ich würde ja gerne im Brötler was zeigen, dass ich auch vielleicht einen guten Stream machen kann. Ja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Das ist Ja, halt... ja, klar. Aber ich habe, wie gesagt, keine Chance, irgendwie da was zu machen. Jetzt Vielleicht wird es ja irgendwann besser oder wenn es live geht, dass das dann... Da denke ich auch, aber wenn es live geht, kannst du ja auch die ersten 2 Tage knicken, denke ich. Ja,